Hi, hallo, herzlich willkommen zu Folge 7 Rhythmusgitarrenkurs. Heute geht es um Akustikgitarre. Ich habe hier zwar die Variax am Start, aber ich werde akustisch spielen und vielleicht auch das ein oder andere Beispiel dann umschalten auf die E-Gitarre. Also, wie ein Akustiksound sind wir am Start. Und darum geht es heute. Es geht um Basics, um die Begleitung mit der akustischen Gitarre, um Verzierungen, wenn wir speziell auch unten hier im Grundakkordbereich alleine unterwegs sind, wenn wir jemanden begleiten beim Singen. Es geht um Auftakte, die man spielt, und das sind Standards und Kadenzen, also Abgänge, nicht Kadenzen in Akkordfolgen, sondern mit Einzeltönen, also so Basstöne, die einen Auftakt spielen. Dann machen wir ein paar Beispiele, Verzierungen und ja, generell halt auch die Tipps, die ich zu einem besseren Rhythmusgitarristen mache. Ne? Und der gute Rhythmusgitarrist, der ist sehr, sehr gefragt. Gerade wenn man in kleiner Besetzung unterwegs ist, ist es wichtig, dass man dieses Grundwissen, diese Basics gut verinnerlicht hat. Wir sind live, deswegen gucken wir gleich mal in den Live-Chat hinein und schauen, wer alles da ist. Also ganz herzliche Grüße an euch alle. Ich hoffe, auch wenn du im Nachhinein dir das Video anguckst, dass du deine Gitarre am Start hast. Ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß mit Folge 7. Wahnsinn, wir nähern uns so langsam dem Finale. Ne? Gib mir mal ein Feedback zu Bild und Ton, ob da alles soweit okay ist. So, hallo Horst, ich finde Teil 6 der Biografie nicht Teil 6, den erlebst du live, ne? Seit fast 10 Jahren. Den habe ich noch nicht gedreht, aber der kommt auch noch. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Mal gucken. Hallo ihr Lieben. Hallo Manu, Jürgen, Uwe, Hans. Alle, die live dabei sind, ich grüße euch ganz herzlich. So, Bild und Ton sind super, das ist wichtig. Dann passt es. Wir haben eine gute Internetverbindung heute. Im Winter vielleicht ein bisschen besser wie im Sommer. Ich weiß nicht. Ich freue mich, dass es funktioniert. Na. Gut. Also, wie die Amis sagen, without further ado, let's get right into the business of rhythm guitar playing. Also, ohne weiter uns aufzuhalten, gehen wir jetzt direkt rein in die Basics. So. Lass uns mal gleich in so eine Nahaufnahme gehen. Okay, ich muss mal hier noch ein bisschen das einstellen. Also ich zoome noch einen Hauch raus, sodass ihr die Gitarre voll sehen könnt. Ja, so, wunderbar. Perfekter Mundo. Dann kann ich hier noch einen Tick das einstellen. Ja, das sind immer so die Feinarbeiten. Ne? So, genau. Also, so, hier sind wir am Start. Bevor wir in diese Verzierungen und Verschönerungen reingehen, da sollte man vielleicht auch mal über ein paar Basics noch reden, wie jetzt Vereinfachung zum Beispiel. Und Vereinfachung, was heißt denn das? Oft siehst du hier im Grundbereich, also da wo deine Grundakkorde, in den ersten 3, 4 Bünden, wo deine Grundakkorde stattfinden, siehst du dann solche Geschichten. Ne? So, und dann denkt man, was macht denn der da? Ne? So. Oder. Man sieht eigentlich gar nichts. Ne? Und diese Vereinfachung, die kann dir helfen. Mehr dazu werde ich später noch erklären. Aber das Wichtigste ist, dass du weißt, um was es hier geht. Das geht hier um den entweder E-Dur oder E-Moll, je nachdem. Was du hier siehst, das ist nichts anderes wie ein Power Chord. Also Grundton, Quinte, Oktave. Dasselbe eine Seite tiefer mit A. Also das wäre ein A-Dur-Akkord. Und wenn du den Finger flach hinlegst, die Hand sollte immer Ökonomie der Bewegung, also ganz entspannt sein. Du siehst, ich mache nicht so, sondern ich lege den Finger so quer rüber.
dünne E-Seite, die interessiert uns überhaupt nicht. Wir wollen diesen schönen Klang des A-Akkordes und beim D gehst du einfach eine Seite tiefer, spielst die leere D-Seite und den zweiten Bund hier auf der G-Seite. Das genügt völlig. Das ist dein D-Power-Chord. Du kannst auch hier so greifen, dann hättest du hier ein zusätzliches D auf der H-Seite. Was du einfach machen kannst in Bezug auf Vereinfachung ist, dass du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So was hört man zum Beispiel bei U2. Dann natürlich mit ein paar Echos noch am Start und das Ganze klingt sehr, sehr schön. Aber über den Einsatz von Effekten reden wir jetzt nicht. Sondern es geht einfach nur mal, dass du das auch mal verinnerlichst, dass das nichts anderes wie eine Vereinfachung ist. Und ausgehend von dieser Geschichte hier kannst du dann deine Blues, Rock'n'Roll, das haben wir ja schon alles durch, Sachen spielen, deine Verzierungen. Und das ist hier nichts anderes wie Moll-Dur. Ne? Moll-Terz, Dur-Terz oberhalb des Akkordes gelegt. Das ist also ein Standard. Bei der Vereinfachung des E's, wenn du dann den dritten und den vierten Bund spielst, Moll-Dur. Und hier hast du die Quinte und hier die Sechste. Kleine Septime. Sodass du dir das einmal merkst, weil da passiert sehr, sehr viel auf der Gitarre mit diesen Tönen. Okay? Hier deine Sechste. Oben drüber dieser wunderschöne, den wir so oft hören im Blues und im Rock hier. Der Moll-Dreiklang A-Moll und dann hier oben von Moll auf Dur. Das sind dieselben Töne, wie die du hier oben spielst im Rock'n'Roll. Merke dir einfach, bei der Begleitung Blues, Rock'n'Roll spielst du hier oben die Moll, die Dur-Terz, dann die Sechste und dann die kleine Septime hier, 6, kleine Septime und wieder zurück. Und das hier unten auf E, A und D, okay? Das ist ein Standard. Diese Verzierungen, nennen wir sie jetzt einfach mal so, diese Verzierungen aus dem Blues und aus dem Rock'n'Roll mit der Moll, Dur-Terz, Sechste und Septime einfach mal verinnerlichen und wissen, das ist ein Standard. So, wenn wir jetzt zu den normalen, also, okay, das hoffe ich, dass jetzt das ein für alle Mal klar ist, was hier passiert ist. Vereinfachung des E-Dur-E-Moll-Akkordes, A und D. Und sodass du das gerade verinnerlicht hast, das wäre mir sehr, sehr wichtig. So, jetzt als nächstes, was wir machen, wir nehmen unsere Grundakkorde und spielen mit den Grundakkorden, wenn wir zum Beispiel in eine Strophe hineingehen, eine Strophe herausgehen, dann gibt es diese typischen Verzierungen in der Popmusik, im Country, also im Country sind die schon ganz, Manfred, herzlichen Dank, vielen, vielen Dank. Uwe wollte wissen, ich habe gerade die Variax in der Hand mit deinen Presets. Ich habe den Acoustic Preamp am Start und zwar Acoustic Preamp 3 bei mir. Also. Und ich bin auf der hinteren Position bei der Variax.
Danke, lieber Manfred. Herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Und wir machen jetzt weiter, bleiben voll fokussiert. Ich gehe in diese Aufnahme hier rein, da kannst du alles sehen, genau sehen. So, hier nochmal die dritte Kamera justieren. Und der Jürgen hat hier gleich eine Frage, da gehe ich auch noch später drauf ein. Soll man die offenen Akkorde erst auswendig können, auch beim Wechseln? Wie viele Grundakkorde sollen gewählt werden? Ja, die Grundakkorde, diese offenen Akkorde unten, die sollte man erst alle auswendig kennen. Ich werde später dann euch super Tipps geben aus meiner Praxis. Ich glaube, die heutige Folge wird sicher einer der besten, die ich je gedreht habe, weil ich mir wirklich Gedanken gemacht habe. Ich habe hier so gut 20 Tipps für euch heute. Also das ist so meine vielleicht Top 20, was das Thema Rhythmusgitarre, Verschönerungen und vor allen Dingen die Rolle der Rhythmusgitarre angeht. Also wir bauen heute vollen Fokus, ja, von euch, sodass ihr da alles mitnehmen könnt. Also Achtung. So, das erste, was du wissen solltest, wenn man einen Auftakt oder eine Kadenz spielt, hier auf den Grundtönen, so etwas hast du in sehr vielen Liedern. Wahnsinnig viele Lieder machen das. Ne? Und wenn du jetzt, nehmen wir mal einfach einen G-Dur hier oben, den greifst, dann hast du das millionenfach. Also G, Fis und dann E. Weil meistens ist es so, wenn du jetzt in G-Dur bist, dann ist dein zu der Tonart passender Mollakkord E-Moll. Also dein relativer Mollakkord nennt man das. Ne? Das sind die gleichen Töne, nur man hört auf ein E-Moll auf. Und deswegen, wenn du runtergehst über die Septime runter auf den Mollakkord, auf E-Moll, dann hast du immer diese Abgänge. Merkt ihr das bitte? Nicht G, das hört man, ne? Das passt nicht. G, Fis, E. Mal ein paar Beispiele. Na, das kennt man zu Genüge. Ich werde jetzt nicht mehr so viele Lieder ansingen aus Copyright-Gründen. Beim letzten, bei Folge 6, war das so letzte Woche, dass dann gleich irgendwie 20 Plattenfirmen die Rechte am Video eingefordert haben. Ja, also heute werde ich mehr spielen, weniger singen. Aber das passt dann schon. Wir müssen alle damit leben, dass das so zumindest im Augenblick so ist. Okay, also übe das bitte. G, Fis. Und du siehst schon, ich bleibe beim E-Moll-Akkord, mache ich hier so einen kleinen Trick, den ich dir gleich ans Herzen legen möchte. Ich bleibe unten auf der Note D und auf dem G, aus dem G-Dur-Akkord. So, und das klingt natürlich sehr schön, weil das wäre hier die Septime. E-Moll 7 wäre das und dann hier das G doppelt unten. Und das ist so, ich nenne es immer so der Oasis-Trick. Aber über den Oasis-Trick reden wir gleich noch. Und dann kommen da so ein paar spezifische Übungen für dich, die super sind. Und dann zeige ich euch noch ein paar Songs, wo diese Geschichten angewendet werden. Ihr kennt alle, ne? Diese Geschichten hier. Aber das hier ist der Klassiker. G, Fis, E-Moll. Natürlich kannst du auch normales G, Fis, E-Moll spielen. Das hast du in so vielen Liedern, so oft wird das gespielt. Oft wird auch so gespielt. G, ein D mit dem Fis im Bass. Das hast du in fast jede Ballade, ja, wenn es auf E-Moll runtergeht. Ich greife es oft mit dem Daumen und E-Moll. Ja, Clapton zum Beispiel Wonderful Tonight. Ne? Und jetzt hast du schon wieder einen Auftakt gehört.
das war der erste Abgang. Also Abgang heißt, es geht nach unten. G, Fis, E-Moll. Es ist nie G, F, E-Moll. Das kannst du dir super merken. 3, 2, 0. Okay, das bitte verinnerlichen. Und dann natürlich geht es genauso wieder in die andere Richtung. E, Fis, G. Kann man super üben mit dem Song, den ich eben angespielt habe. Und so, dass du das verinnerlichst. Okay, so das. Eine Kadenz ist eigentlich eine Geschichte, die, wenn du das googelst, das ist dann so eine Sache mit Akkorden. Ne? Aber da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Kadenz kommt, Manu, was machst denn du da? Du bist süß, ne? Das geht ja gar nicht, ne? Dass du hier, hast du das jetzt, ich hoffe, du hast das nur ausprobiert. Manuela Barthelme ist natürlich meine Webmasterin. Ja, da trinkt man dann Kaffee drauf. Herzlichen Dank. Ne? Du bist süß. Hört bitte gut zu heute. Es ist mir sehr wichtig heute, diese Folge. Ihr werdet sehr, sehr viel mitnehmen können. Okay? Eben. Also ihr könnt das alle testen. Ihr habt da kein Problem mit. Wenn ihr das testen wollt, freue ich mich natürlich sehr. Ne? Also, G, Fis, E-Moll. Okay. G, Fis, E-Moll ist eine Kadenz. Kadenz kommt von cadere, also fallend, aus dem Latein kommt das. Also ihr seht, die Begriffe sind alt, sehr alt, 1000 Jahre alt und älter. Und das bedeutet, es ist eine fallende Tonfolge. Jetzt machen wir dasselbe auf der A-Seite. Okay? Und hier fallen wir vom C-Dur über H auf A-Moll. Nicht, das hört man, ne? Das geht nicht. Ne? Von der wieder auf den relativen Mollakkord. C und A-Moll, ja? Die sind verwandt, haben die gleichen Töne. Und der Abgang ist dasselbe. Machen wir mal ein Beispiel. Also gucken, ob das Lied noch frei ist. Ich muss jetzt mittlerweile echt überlegen, ihr Lieben. Hans, herzlichen Dank. Ja. Also nochmal. C, H, A-Moll. Und dann kannst du es genauso üben. Das sind Verzierungen, die sind echt der Hammer. Also die brauchst du, die funktionieren bei egal welchen Songs man anspielt. Ich traue mich fast nicht mehr, bestimmte Sachen anzuspielen, aber ich zeige euch mal ein bisschen nur. Das war jetzt mit dem Capo und hast du gehört, das klang in der Begleitung schon sehr, sehr süß, das Ganze. Und darum geht es. Es geht um Verzierungen, Verschönerungen, die deine Akkordbegleitung aufwerten. Okay? Also, zweite Kadenz, C, H, A. Und dann gehst du immer von C über H auf A-Moll. Und genau so den Weg zurück. A, H, C. Das hört man ganz klar, ne? A, H, C. Und so kannst du das dann trainieren. Okay. Das war die zweite Variante, also G runter auf. Und jetzt kommt noch eine Variante. Hier unten, und zwar machen wir ein F
Okay, das wäre unser F. Selber Trick. Okay, also jetzt auf der D-Seite. F, E, D. Also merken, wir gehen von F. Leute, ihr seid echt der Hammer hier. Das ist ja Wahnsinn. Herzlichen Dank an alle, die hier spenden. Das ist natürlich sehr, sehr wertvoll und wirklich, wirklich lieb von euch. Das hilft mir, hier das Ganze die nächsten Jahre am Leben zu halten. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank euch, ihr Lieben. Also, pass mal auf. F, E, D, D, E, F. Und dann spielst du ein F. Bleibst, gehst einfach nur in der Note runter. Na? Kannst du so machen oder so. Klingt wunderschön. Das ist mit der G-Seite ist es dann Sus 9. Und dann ein D-Moll. Okay, und das waren jetzt die 3 Kadenzen und Auftakte. Okay, machen wir ein paar Beispiele. Also ich nehme jetzt mal einen Song und hoffe, dass das dann gut läuft. Okay, ich suche mir hier mal was aus von Eric Clapton. Und dann beobachtet ihr genau, was ich mache. Und zwar es ist ein Klassiker von ihm. Ja, gehen wir mal hier drauf. Ich werde nicht singen, nur spielen, okay? Habt ihr gehört? Achtung. So, und diese Basstöne, ihr Lieben, diese Basstöne sind sehr, sehr wichtig, wenn du allein begleitest. Achtung. C, H, A7, D7, D, D und jetzt geht's hoch. Fiss im Bass und G-Dur. Und hast du gehört? Nächstes Beispiel. Und ihr habt was gehört? Und das war ein Song von Bon Jovi. Und hier möchte ich euch jetzt gleich diese Übung zeigen. Und zwar spielen wir alle Kadenzen über die Akkorde. Also du greifst jetzt ein D-Dur-Akkord und dann kannst du den kleinen Finger hier unten dazulegen und dann machst du etwas, was ein mega, mega Abgang ist in den Songs. Das kannst du dann üben. Du pickst 2 runter, 2 hoch. Also du pickst hier die D- und die G-Seite runter und dann die E- und die H-Seite hoch.
Und dann machst du Folgendes mit der linken Hand. Beobachte genau. Das kannst du auch üben, du lässt die zwei Finger hier liegen und dann spielst du 3, 3, 2, 0 auf der D-Seite, dasselbe auf der A-Seite, dasselbe auf der E-Seite. Und jetzt machen wir noch ein paar Beispiele. Von Verzierungen. Okay. Jetzt, also das mit Auftakt und Abgängen, das habe ich, hoffe ich jetzt euch so einfach wie möglich erklärt, sodass du dann da keine Schwierigkeiten hast, das zu üben. Also nochmal G, Fis, E-Moll oder G, D mit Fis im Bass, mit dem Daumen gegriffen zum Beispiel. Wenn dir das zu schwer ist, dann kannst du einfach den Zeigefinger nehmen, das Fis greifen und dann ein E-Moll. Ja. Dann C und A-Moll und F und D-Moll. Alles geht auch mit den Dur-Akkorden. Also nur bei Clapton habt ihr das ja vorhin gehört, dass das auch wunderbar mit den Dur-Akkorden geht. So, jetzt kommen die klassischen Verzierungen und hier für die Verzierung üben. Hallo ihr Lieben, das ist ja Wahnsinn heute. Herzlichen Dank für eure Spenden. Ich bin total gerührt. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Danke nochmal. Herzlichen Dank an euch. Ja, gehen wir jetzt auf die Verzierungen, ihr Lieben, sodass ihr da meine besten Tipps noch mitnehmen könnt. Hierzu empfehle ich euch, lernt erstmal das Intro von dem Song Summer of '69 von Bryan Adams. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes, was ihr hier lernen könnt. Und das könnt ihr dann in Begleitungen bei Balladen immer wieder einsetzen. Ja, natürlich in einer leicht abgeänderten Form. Okay, also. Okay, und das ist der Klassiker mit D und den Sus-Akkorden. Also hier kann man das wunderbar lernen. Du greifst ein D-Dur und dann, wenn du den Mittelfinger lüpfst, hast du einen D-Sus-2-Akkord mit der leeren E-Seite. Und wenn du den kleinen hinzufügst, die Quarte sozusagen, dann hast du dann einen Sus-4-Akkord. Und was sind diese Sus-Akkorde? Die Sus-Akkorde sind Akkorde, die die Terz aufheben. Entweder nach unten, dann heißt also die Terz ist die dritte Note, Sus 2 hebt die Terz auf nach unten, das hört man, Dur-Terz, Sus 2, also das E, das ist die zweite Note in der D-Dur-Tonleiter und dann hier, das G ist die Quarte und der heißt dann Sus 4, okay? Also Sus bedeutet suspended. To suspend something bedeutet etwas aufzuheben. Und bei den Sus-Akkorden wird die Terz ersetzt, entweder durch die Sekunde oder durch die Quarte. Ne? Also ein bisschen Theorie am Rande. Ne? Und das funktioniert wunderbar. Diese Sus-Akkorde sind eine der schönsten Verzierungen, die du in deinen Grundakkorden erstmal lernen kannst.
das klingt einfach klasse. Also lerne dieses Intro. Ich habe das Intro, den kompletten Song gemacht, den findest du auf meinem Kanal. Dann kannst du das lernen. Ich gehe jetzt nicht durch das ganze Intro nochmal durch, aber ich spiele es dann nochmal vor. Und beim A-Dur-Akkord hast du dann dieselben Verzierungen. Wenn du den Finger wegmachst hier, dann hast du den Sus 2, den musst du dir merken. Und wenn du den kleinen hier hinzufügst, auf der H-Seite, dann hast du die Quarte, Sus 4, Seite weg, Sus 2. Und dieses Sus 2 Akkord, genauso wie der A-Akkord, also der A-Dur mit den 3 Fingern nebeneinander, wenn du den wegmachst, hast du in den untersten wegmachst, hast du immer einen wunderschönen Sus-Akkord. Ne? Es gibt so viele Lieder, die diese Geschichte anwenden. Also eine klassische Verzierung A-Dur, weg, Sus 2. Ich rutsche als gerne mit dem Finger hier rüber auf den Sus 4 Akkord, okay? Absoluter Klassiker. Bitte, bitte, bitte merken. Okay, das hast du normalerweise spielt das Keyboard, aber das hast du im Song in der Akustikgitarrenvariante und es klingt sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay? Also Sus-Akkorde. So, dasselbe dann Sus bei C, wobei der Sus 2 Akkord hier eher mit einem C9 gespielt wird. Die Sekunde und die None sind dieselben Töne, nur die None ist eine Oktave höher. Und hier klingt das sehr, sehr schön, wenn du hier unten den kleinen Finger auf das D hinzufügst, dann hast du den C9 Akkord. Und das ist auch eine Verzierung, die sehr, sehr gerne genommen wird. Okay. Dasselbe gilt für F zum Beispiel. Wenn du dann hier den F greifst und den kleinen Finger hier unten, das ist etwas, was Jimi Hendrix immer gemacht hat, auf das G legst, dann hast du hier einen F9-Akkord. Hört euch die Verzierungen an. Ne? Er macht dann Neuner mit Slides, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Und dann Achtung. Gerade eben haben wir drüber gesprochen. Sus 4, Sus 2. Ja, und Hendrix war ein Meister dieser Verzierungen und man kann nur von ihm lernen, ihr Lieben. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Okay? Also, wir haben, danke lieber Christian, hallo, herzlichen Dank, ihr Lieben. Heute seid ihr wahnsinnig spendabel, das rührt mich wirklich. Manchmal glaube ich auch gar nicht, wie diese Solidarität, die wir hier, die ihr auch ein Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt, das ist etwas Außergewöhnliches. Danke. Das ist schon außergewöhnlich. Ne? Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Auch an all meine Unterstützer auf Patreon, an meine Unterstützer auf meiner Webseite. Ihr seid großartig. Ihr seid einfach nur großartig. Und ich kann nur sagen, ohne euch kann ich das natürlich nicht alles machen. Ne? Ich habe jetzt vor, die nächsten Jahre das für euch wirklich richtig schön auszubauen, sodass ich etwas hinterlassen kann. Mein Ziel ist, eine Plattform zu hinterlassen, von der alle wirklich, auf der alle, so gut wie alle abgeholt werden, wenn sie sich da in dem Bereich Gitarre
Wissen und Informationen aneignen möchten. Das ist, und ihr helft ja mit, ihr helft Manuela, meine Webmasterin, die das alles programmiert, und eure Hilfe ist ganz, ganz großartig. Was wir hier aufbauen, das ist gar nicht so einfach in der heutigen Zeit. Ne? Also deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ne? Also, auf- und absteigende Basslinien, so kann man das nennen. Ne? Übt das bitte. 3, 2, 0. Dasselbe auf der A-Seite. Dasselbe auf der D-Seite. Aufsteigen, absteigen. Und das wirst du immer wieder. Ich mache mal ein Beispiel jetzt aus dem Country-Bereich. Ein deutsches Song. Und ihr habt gehört, hier ist die Kadenz ein bisschen länger. C, H, A, G, 4 Töne. A, G, A, H, C. Und das sind diese auf- und absteigenden Basslinien, die ihr verwenden könnt, um unten Verzierungen einzubauen in der Begleitung. Ich könnte jetzt vielleicht mal, mache nachher exemplarisch ein super Beispiel noch für euch, aber ich zeige euch jetzt ein Beispiel auch von einem Song von der Band U2, und ihr kennt ihn wahrscheinlich, und achtet auf meine linke Hand, was ich mache. Soll G. So, hier habt ihr gesehen, zum Beispiel beim G kann man wunderbar hier das C hinzufügen. Das ist dann ein Sus4. Also wir haben ein A-Moll. Und jetzt kommen diese ich nenne sie so Mini-Triller. Ne? Habt ihr das gehört? Song von der Rolling Stone. Angel. Ja, diesen Triller hier mit dem Zeigefinger, den könnt ihr immer einfügen. Also nicht immer, aber so gut wie immer. Dasselbe beim D. Das ist schwierig. Den Akkord greifen und dann mit dem kleinen Finger so einen kleinen Triller zu machen. Beim F die None. Und beim G das klassische G gegriffen mit dem kleinen Finger hier unten. Und dann unten hier das C für den Sus4-Akkord. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? You got someone to blame. Ja, und das waren 4 Akkorde, hat der Song, und das sind die Verzierungen, die. Herzlichen Dank nochmal an Gitarren Micha, Manu, Arnold. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Okay. So, hier nochmal kurz hoch scrollen. Ob da Fragen sind. Super, ihr Lieben. Alles cool. Also bleibt fokussiert, weil das heute ist eine sehr intensive Geschichte, die wir heute machen. Und also, ein weiteres Video, das ich schon gedreht habe, da ging es darum, das werde ich auch noch verlinken, wie man Akkorde verschiebt und das dann zu Verzierungen führt. Zum Beispiel, wenn du das C nimmst und es hier einen Akkord hochschiebst,
Dann hast du ein offenes D, das klingt sensationell. Oder ein E-Dur. Ne? Die Grundakkorde kann man fast alle verschieben. Ne? Jetzt habe ich schon ein Video gedreht mit diesen offenen Akkorden, die man verschieben oder sozusagen sliden kann. Okay, jetzt kommen wir noch zu einem Tipp von mir, und zwar, ich nenne ihn den Oasis-Trick. Und der Oasis-Trick funktioniert folgendermaßen: Wir haben den Song, den Megasong von ihnen, Wonderwall natürlich. Und hier sind deine Akkorde. Also wir haben G-Dur, dann den E, E7, D sus 4, A7, ja, mit einem wunderschön klingenden Akkord mit dem Sus hier. Also A7 ist eigentlich so, aber wir schieben die Terz hoch und haben einen A Sus 4, 7. Ja. Und dann kannst du hier wunderbar. Hierzu habe ich auch schon ein Tutorial gemacht, wenn du das besser lernen willst. Dieser Trick hier, der ist auch einer, der sehr, sehr oft verwendet wird. Zum Beispiel bei Halleluja, dass die Finger da unten bleiben. Also bitte, das kannst du E, G, D, A, C, C9. Wunderbar. Okay, und dann hast du also ein ganzes Package an möglichen Verzierungen, die du, wie du sagst, El Gaucho, Roland, Horst, kannst du bitte Rhythm and Blues Akkordfolgen zeigen? Eine der Folgen habe ich schon gemacht, da ging es um Blues, also heute haben wir ein anderes Thema. Da möchte ich dann dranbleiben, okay? So. Jetzt, ihr Lieben, herzlichen Dank nochmal an die zahlreichen Spenden, die heute reingekommen sind. Das ist ja wie Geburtstag, Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Ich werde definitiv auch einen Teil davon jetzt zur Weihnachtszeit hin dann spenden. Ich überlege auch wieder etwas mit einer Gitarre zu machen. Also ein bisschen vielleicht jemand da mit einer Gitarre zu beglücken. Okay? Ihr Lieben, gell? Also Roland, habe ich schon, ich glaube Folge 2 oder 3 war Blues. Guckst einfach rein. So, jetzt kommen die Tipps. Also das waren jetzt, was kannst du noch trainieren? Also diesen Triller mit dem Kleinen. Und wenn man das jetzt spielt, nur als Beispiel, ich muss aufpassen. Manche Songs sind so gefährlich, dass man fast schon dann die Videos geblockt bekommt. Also ich muss echt aufpassen mittlerweile, was ich spiele. Aber so langsam finde ich das heraus. Okay, jetzt kommen gut 20 Tipps noch. Und ich bitte euch hier, Hans-Werner, danke, ich bitte euch, hier konzentriert jetzt bei der Sache zu bleiben, weil jetzt gebe ich euch aus meiner Live-Praxis, so das waren die Verzierungen mit den Grundakkorden. Es gibt sicher noch einige, die ich noch nicht rausgefunden habe, aber das sind so die Standards. Basslinien, die hoch und runter gehen, und Sus-Akkorde, die verwendet werden. Das klingt immer gut. Ne? Und was auch gut klingt, ist einfach, aber jetzt kommen die Tipps, okay? Ich habe jetzt 20 Tipps für euch und die möchte ich mit euch durchgehen, und bitte bleibt konzentriert jetzt bei der Sache. Ich glaube, das wird jetzt nochmal sehr, sehr interessant für euch. Ich werde also jetzt nicht mehr in den Chat gucken können, sondern ich bleibe jetzt hier bei meinen Tipps. Achtung! Ein Beispiel noch, bevor ich hier rüber gehe, um das
zusammenzufassen, möchte ich dir mal kurz, ich kenne den Text ja fast auswendig, aber ich glaube, das kann ich singen, ohne dass da was passiert. Achtet mal drauf, was Jimi Hendrix immer gemacht hat und warum er immer noch so beliebt ist und immer noch frisch klingt, nach Jahrzehnten, nach 50 Jahren. Immer noch kann man seine Sachen hören und man entdeckt immer noch Neues. Und achtet drauf, was er alles macht. Slides, Driller, Slides mit Akkorden, Vereinfachung, auf- und absteigende Basslinien, Halftime, Double Time, also Halftime, halbes Tempo, doppeltes Tempo. Alles in einem Song. In einem Song. Tutorial ist online. Achte, ne? Also Slides. Hier unten ganz easy eigentlich in der E-Moll-Pentatonik. Und dann hier, ne, dein E-Dur-Akkord und dann Slides mit dem Akkord, mit dem Power-Chord eigentlich, aber nur hier unten mit der E-Seite. Power Chords, Vereinfachung. Aufsteigende chromatische Basslinie. Wow. Und all diese Verschönerungen, die hat er exemplarisch in seinen Songs immer wieder verwendet. Und ja, also man kann natürlich heute noch unglaublich viel von ihm lernen. Ich glaube, er war der erste wirkliche Allround-Gitarrist. Okay, aber jetzt kommen die Tipps, okay? Und jetzt bleib bitte bei mir. Rhythmus, Gitarre. Was ist der Sinn dieser Geschichte? Ne? So, der Sinn dieser Geschichte ist Tipp Nummer 1, dich einzuloggen mit dem Groove, mit dem Rhythmus, mit dem Schlagzeug. Und vor allen Dingen Hi-Hat und Snare-Patterns beachten, die gespielt werden, weil die Snare ist ja immer der 1, 2, bah, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so richtig auf die Snare achten, dich an den Groove rankleben und sich nicht scheuen, auf der Gitarre Schlagzeug zu spielen. Ne? Also wenn wir das hier so ein bisschen diesen abdämpfen. So. Auf einer akustischen geht es noch ein bisschen besser. Also. Also diesen reinloggen in den Groove, vor allen Dingen an die Snare reinloggen, das ist ein ganz wichtiges Feature für dich als Rhythmusgitarrist. Dann, nächster Tipp, wenn du Rhythmusgitarre spielst, der Lautstärkeregler an deiner Gitarre, ja, lach nicht, aber der bewegt sich aus einem bestimmten Grund, okay? Den kannst du auf- und zudrehen. Ja? Sorry, dass ich jetzt ein bisschen scherze, ne? Aber wähle an deinem Verstärker beim Soundcheck den fettesten Rhythmussound, den lautesten Rhythmussound, den du spielen wirst, und stell den ein und arbeite ab dieser Stelle dann mit deinem Lautstärke-Potty. Der ist dein bester Freund, was die Dynamik angeht. Ja? Und stelle dich da in der Lautstärke auf den Bedarf des entsprechenden Liedes ein. Okay, das ist Tipp Nummer 2. Tipp 1 war, log dich in den Groove mit der Snare, bleib dabei. Ja?
und spiel immer im Gefühl des Schlagzeugs mit. Okay? Nächster Tipp ist dann, Lautstärkeregler an der Gitarre verwenden, um die Dynamik, die Lautstärke nach Bedarf des Liedes anzupassen. Das ist dein schnellster Freund, wenn du jetzt merkst, ich bin zu voll, ich bin zu weit im Vordergrund, leicht zurückgehen. Und dann bist du in der Dynamik an den Song angepasst, passt dich an. Du bist nicht der Lauteste in der Band. Das möchte ich nicht, dass du als Rhythmusgitarrist lass dich, also das ist vielleicht gleich als nächster Tipp, lass dich nicht in einen Lautstärke Master Volume Fight mit der Solo-Gitarre ein. Du wirst verlieren. Ja? Du wirst nicht nur den Soundmenschen am Mischpult, sondern wahrscheinlich auch alle Nicht-Gitarristen in der Band abschrecken. Ne? Du weißt ja als Gitarrist, jene Musiker, die ein bisschen schwerer zu finden sind. Ne? So Keyboard, Bass. Na, und die möchten wir, Schlagzeug, die möchten wir nicht erschrecken, wenn man mit denen spielt. Was die Lautstärke angeht. Also sei diszipliniert, was das Thema angeht. Ne? Dann, heute spielen manche Bands, und ich zähle mich da auch dazu, ziemlich viel. Ja? Lange Sets. Und manchmal sind es 10, 12 Stücke in einem Set, manchmal spielen wir 40, 50 Songs am Abend. Ja, wenn Stimmung Bombe ist, warum nicht? Und da ist dann die Ökonomie der Bewegung, ja, nicht die Energie, die Ökonomie der Bewegung ist dein Freund bei langen Sets. Ja? Selbst Pete Townshend wird nicht bei jedem Akkord die Windmühle machen, ne? Na, seine. Na, das wird er nicht bei jedem, er wird nicht ein Windrad drehen bei jedem Akkord. Und lass mir dir das ganz stark ans Herz legen, Wechselschlagtraining zu üben. Denn Wechselschlagtraining kann genauso mächtig sein wie Abschläge. Kann, wenn du daran arbeitest. Ne? Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich bleibe auf dem Akustiksound. Okay, jeder kennt das. Ich spiele es mal mit Wechselschlag. So, und mit einer guten, sauberen Wechselschlagtechnik, das ist der Tipp, übe das, hast du wesentlich mehr Entspannung in deinem Spiel. Und du hältst länger durch, ne? Ökonomie der Bewegung. Und du musst, wenn du jetzt nicht eine 100% Coverband bist von einer Band, die alles mit Downstroke spielt, kannst du das mit Wechselschlag, aber mit guter Technik spielen. Ja? Bleibe dabei immer entspannt, aber spiele mit Energie. Mein nächster Tipp, ganz wertvoll, übe dich im Abdämpfen der Saiten. Ne? Und achte darauf, wo wird gedämpft. Ich gehe mal in die Nahaufnahme, dann kannst du das besser sehen. Wenn meine Hand so macht, dann lüpfe ich sie von der Seite. Na? 80er Jahre Rhythmus haben wir aber schon 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Du siehst genau, wenn ich hoch gehe, dann ist es offen. Also übe dich im Abdämpfen mit deiner Handfläche hier. Das ist ganz wichtig, wie auch natürlich das Abdämpfen der linken Hand, um sauber zu spielen, aber auch die richtigen Noten sozusagen atmen zu lassen. Dadurch ist dann dein Rhythmus, machen wir ein Beispiel. Ich gehe mal auf einen E-Gitarren-Sound, um dann hier auch noch ein paar Beispiele zeigen zu können. Ich gehe mal jetzt, gehen wir mal einfach auf den hier und dann auf die Strade. So, hier hörst du viel fetter Rhythmus. Aber es wird sehr viel
abgedämpft mit der linken Hand. So, wenn ich jetzt den klassischen Hendrix-Akkord greife, dann habe ich hier die 4 Töne. Und in dem Moment, wo ich lüpfe, also die Finger der linken Hand, lüpfe, ist er weg. Okay? Ich dämpfe ein bisschen die dicke E-Seite mit dem Daumen und unten die dünne E-Seite mit meinem kleinen Finger. Und wenn du so dieses Abdämpfen trainierst, dann greifst du diesen E7 9 Plus Hendrix-Akkord, ne, 7, 6, 7, 8 und die beiden Seiten frei. Wenn du das übst, dann schlägst du ihn einmal, stoppst ihn hier, ganz entspannt stoppst ihn und dann auch mit der linken Hand achte drauf, wie ich die Saiten einfach lüpfe und dabei den Kontakt zur Saite halte. Das kannst du ganz normal mit dem C7 Akkord hier machen auf dem E. Sodass keine zusätzlichen Saiten in deinem Sound klingen. Nichts Ungewolltes sollte klingen, okay? Und gerade wenn du bei verzerrten Sounds bist, ne? Hier kannst du genau erkennen, dass meine linke Hand sehr, sehr viel abdämpft. Ja, also dieses Abdämpfen, dieses ne, Chuck, Chuck. Das ist ganz entscheidend. So. Also dieses Abdämpfen, das bringt wahnsinnig viel. Okay. Ökonomie der Bewegung und Abdämpfen. Ich habe in den vorhergehenden Folgen bin ich sehr detailliert darauf eingegangen. Also, jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du jetzt begleitest und du bist noch relativ am Anfang und du bist dir nicht so sicher, was du tun sollst, und dann kannst du es immer noch, so, ich würde sagen, ein bisschen simulieren, indem du Variationen der Akkorde, die Akkorde des Liedes musst du kennen. Ich nehme mal ein Beispiel hier. Mal ein Song. Okay. Nehmen wir mal diesen Song. Und sagen wir mal, du bist jetzt nicht ganz sicher, was du machen sollst, weil da ist jetzt noch ein Keyboard dabei und so weiter. Und du hast den Song noch nie gespielt, aber du hast die Akkordfolge und du hast einen Song im Ohr. Ja, das wäre schon mal nicht schlecht. Ne? Achte, ich gehe in die Aufnahme, achte auf die Verzierungen, achte, was ich alles hier mache und du wirst sicher den Song auch erkennen, ohne dass ich singe. Ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen einen Effekt drauf und zwar den Klassiker, ich mache einen Chorus drauf, okay? Also, du hast jetzt die Akkorde E-Moll, D, A-Moll, G und E, ne? Wir waren zwei Detektive. Alle Straßen endlos, Barrikaden gab's für uns nicht. Du und ich, das war einfach unschlagbar, ein Paar wie Blitz und Donner. Und immer nur auf brennend heißer Spur. Hast du die
ganzen Tricks gesehen, die ich dir in dem Video gezeigt habe heute? Okay, beobachte sie nochmal in der zweiten Strophe. Achtung. Ein neuer Tag nimmt im Horizont immer weiter. Achtung, zusammen sind wir stark. Verzierung, das mit uns jetzt so tief. Achtung, tief rein. Es kann nie Ende sein. So was Großes geht nicht einfach so vorbei. Na, ich hoffe wirklich, du hast jetzt alle Verzierungen, die ich hier dir vorher schon gezeigt habe, erkennen können, ne? In dieser Begleitung. Ne? Und wenn du dir nicht sicher bist, kannst du eben mit diesen Geschichten, die ich dir jetzt gezeigt habe, so enorm viel rausholen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Man kann alles mögen, man kann den Akkord picken, man kann mal einen Rake spielen, also einfach abdämpfen, über die Saiten gehen. Man kann Arpeggio spielen. Man kann einfach nur, wenn es dann zum Chorus hingeht, Chaga, Chaga und vereinfachtes A und C und offenes D und wieder E, draufbleiben D, Steigerung, Powerchord D, C und D und dann im Chorus natürlich immer eine Dynamiksteigerung, aber da sage ich gleich noch was. Und dann das Ergebnis ist immer noch fantastisch, obwohl du gar nicht weißt, was im Original vielleicht die Gitarre gespielt hat. Vielleicht hat sie nur ein Gitarrensolo gespielt. Ne? Vielleicht nur ein Gitarrensolo. Okay? Ich habe ein super Beispiel für euch. Das könnt ihr nachher einfach googeln oder auf YouTube suchen. Da gibt es einen Song von Jack Bruce, Politician, mit Rory Gallagher an der Gitarre. Ne? Und Rory, man sieht es, bevor sie auf die Bühne gehen, zeigt ihm Jack Bruce den Hauptriff und redet mit ihm. Rory Gallagher kennt den Song gar nicht. Er kennt offensichtlich nicht mal den Hauptriff, geschweige denn den Rest des Songs. Und das Ergebnis von Rory Gallagher im Zusammenspiel mit Bruce ist immer noch, mit Jack Bruce, ist immer noch fantastisch. Ne? Weil er eben all diese Geschichten, die ich euch heute gezeigt habe, angewendet hat. Ne? Okay. Zwischenfazit, hier dich an diese Tipps zu halten, in der Lage zu sein, vielleicht noch ein bisschen zu singen, wie ich das jetzt gemacht habe, einen sauberen Rhythmus zu spielen, wird dir mehr Auftritte bescheren. Das ist das, was Bands wollen von dir. Ich finde, dass wenn man diesen Rhythmusteil der Dinge, der Rhythmusteil der Musik beachtet und das so ausführt, das ist dann so wichtig, sich darauf zu konzentrieren und in der Musik, die man spielt, so konsistent zu bleiben, nicht viel rumbasteln und ihn zu sehr in was anderes verwandeln. Ne? Wenn du mit anderen spielst, dann ist dein wichtigstes Ziel als Rhythmusgitarrist, sie hochleben zu lassen, sie zu unterstützen. Ja? Betone die gleichen Noten, die alle anderen auch betonen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Tipp. Ne? Wenn es dann geht, zwei wie wir, die können sich nie verlieren. Bap, bap. Und wenn du dann aufs Schlagzeug hörst, dann hörst du, die ganze Band macht das. Der Bass macht C, D, D, C, 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 D, D, G. Ja? Und das machst du auch. Ne?
Schlagzeug macht babab, babab und du gehst mit. Ja? Betone die gleichen Noten, bleibe wachsam, wenn die Musik wechselt von Halftime auf Double Time und geh mit der Energie, mit der Lautstärke in diesen Momenten. Achte auf das, was deine Rhythmusgruppe spielt und stell sicher, dass wenn das zum Auftakt, ne, in den Chorus, in den Refrain geht, dass der sich immer dynamisch ein bisschen abhebt von der Strophe. Ne? Und du beginnst weich, wie die anderen auch, und hörst so hart wie nötig auf und gehst mit dem Rest der Band mit. Das ist ganz entscheidend, dass wenn es dann in der und dann was passiert, hab es nicht kapiert, Achtung, geht alles viel zu schnell. Doch zwei wie wir können sich nie verstehen. Und dann baff, hinterm Horizont geht's weiter. Und dann bleibst du in der Dynamik, in der Energie des Songs und nagelst die Akkorde auf den Punkt. Und das ist super, super wichtig, super effektiv. Das zieht dein Publikum rein. Und das ist das, was du willst. Ne? Dynamik und Energie rüberbringen. Und dann brauchst du auch nicht viel nachdenken. Ne? Gehst einfach mit deiner Band mit. Chorus, Refrain. Und was du dann lernen solltest, auch mal eben die Akkorde ein bisschen unkonventionell. Wenn du mich siehst, dass hier im Song steht ein E-Moll. Wenn ich jetzt ein E-Moll 7 mache, das ist E-Moll. E-Moll 7. Es geht nicht immer, aber hier geht's. Ne? Hier geht's. Und ich lerne dann einen unkonventionellen Akkord zu spielen. Ich lasse einfach dann mal, ne, ich spiele den und ich lasse die dicke E-Seite weg, wenn ich in der Band spiele. Weil das spielt die Bassgitarre. Warum soll ich mich in den Frequenzen mit der Bassgitarre auseinandersetzen, mit ihm konkurrieren? Das macht keinen Sinn. Eigentlich genügt bei dem Akkord die Terz und die Septime. Hört mal hin. Das ist es. Den Rest macht das Keyboard und der Bass. Oder nur der Bass. Ne? Das ist wichtig. Die Terz im Akkord und die Septime. Wenn die Septime drin ist oder was auch immer. Die Quinte ist gar nicht so wichtig. Ja? Die Quinte hast du sowieso in deinen Akkorden, in deinem Power Chord oder was auch immer du spielst. Ja? Aber die Terz, die den Klang gibt und Septimen, Sexten, Nonen, Quarten, das ist die Klangfarbe, in der du schwimmst. Okay? Und dann harmonisierst du dich auch mit der Solo-Gitarre und kommst dir ja nicht in die Quere. Also es gibt sicher noch etliche andere hilfreiche Tipps. Aber lass mir das noch sagen. Vergewissere dich, dass alle, die an dem Song beteiligt sind, also alle, die deine Bandkollegen, vergewissere dich, dass ihr alle auf derselben Seite seid. Lass mir das erklären. Nach Jahrzehnten des Bandspielens, es ist wichtig, dass du dich als Mitglied der Band siehst in deiner Rolle als Rhythmusgitarrist. Ganz, ganz wichtig, dass niemand zurückbleibt, dass du dich niemand aufdrängst und auch niemand zurücklässt. Und vielleicht ein Punkt noch, übe. Ja? Übe einfach, wann immer du kannst. Übe jede Sekunde, die du aufbringen kannst, um dich zu verbessern. Dann in Bezug auf Tempo, spüre immer deinen Platz im Beat. Spüre ihn. Fühle, wann du Laidback spielen kannst, also hinterm Beat. Das ist Laidback, hinterm Beat. Wenn du auf dem Beat spielen musst, ganz gerade. Oder wenn du den Beat vorziehen musst. Wenn du ihn nach vorne treibst. Ja, also übe das bitte mit Schlagzeug zusammen. Trainiere das mit Backing Tracks, sodass du deinen Platz im Beat immer spürst. Dann finale Tipps.
achte bitte auf deinen Tonumfang bei deinen Sounds. Du musst es tatsächlich ein bisschen vermeiden, zu tief in den tiefsten Registern zu spielen, sonst überlappen sich die Bassfrequenzen, oder im zu hohen Register, dann kommst du der Solo-Gitarre in die Quere. Ja? Also finde dein Register, wenn du hier unten spielst, Grundakkorde mit einer Band, dann lass die Basstöne weg. Du greifst den Akkord, aber betone nicht zu sehr die Basstöne. Und wenn du hier oben etwas spielst, na, das gibt es tatsächlich, achte darauf, dass du der Solo-Gitarre nicht in die Quere kommst. Das ist ganz wichtig, dass ihr nicht in der gleichen Region unterwegs seid. Dann lerne Voicings. Hierzu haben wir auch schon Videos gedreht. Na, lerne Akkordumkehrungen, weil die sind sehr, sehr super wichtig. Ne? Und die Dreiklänge natürlich. So, die sind gut, wenn du später dann ein bisschen mehr in deine Begleitung, mehr Qualität reinbringen möchtest. Ne? So, deine Hauptaufgabe als Rhythmusgitarrist ist natürlich, den Sänger gut klingen zu lassen. Wenn du alleine begleitest mit akustischer Gitarre, ich wechsle jetzt wieder auf meinen Akustik-Preamp und dann hier auf die akustische Gitarre. Wenn du alleine den Sänger begleitest, ne? Dass du darauf achtest und ihn unterstützt. Deine Hauptaufgabe ist, ihn gut klingen zu lassen. Ne? Also, das sollte es gewesen sein. Was kann man noch sagen? Spiele mit Dynamik. Achte darauf, laut leise zu spielen. Das zieht dein Publikum rein. Erkenne und benutze verschiedene Akkorde. Probiere Umkehrungen eines Akkordes aus, wie Jimi Hendrix das wunderbar gemacht hat. Wenn der Bass hier etwas spielt und du es mitspielst, spiel es nicht lauter wie der Bass, ne? Lass ihn diese Töne. Stelle sicher, dass du die Terzen, die Septimen schön spielst. Bleib dem Solisten aus dem Weg. Und wechsle die, natürlich, und jetzt ganz wichtig für dich, wenn du noch am Anfang bist, während du Rhythmusgitarre spielst, achte darauf, dass du das Spielgefühl immer so ein bisschen am Leben hältst, ne? Dass du eine gewisse Kontinuität drin hast, wie stark du spielst, welche Saiten du anschlägst. Manchmal braucht man, je nachdem, wen man begleitet, braucht man eine tiefere Begleitung oder eine höhere Begleitung. Und ja, lerne deine Grundakkorde. Also die Grundakkorde, wie der Amerikaner sagt, you have to nail them. Ne? Also die müssen, diese 30 Grundakkorde hier unten, da darf keine Diskussion mehr sein, die musst du in der Lage sein, schnell und locker zu greifen. Ne? Und wenn du all das beherzigst, dann garantiere ich dir, dass du eine hervorragende Begleitung an den Tag legen wirst. Und machen wir vielleicht noch ein Beispiel für heute, was eine gute Begleitung ausmacht. Ich schnapp mir jetzt mal einen Song. Ich bin hier, falls ihr euch wundert, ich bin hier auf dem iPad und habe hier meine Songtexte. Und falls ihr euch wundert, was ich hier rumklicke und rumgucke, sodass ihr das sehen könnt. Und ich mache ein Beispiel von, vielleicht habe ich habe das schon mal gebracht. Ich habe auch hierzu ein Tutorial, wenn du mehr lernen möchtest. Und it's a little bit funny. Das ist ein Keyboard-Song und achtet jetzt, wenn ihr kennt ja jetzt meine Tipps und Tricks, achtet bitte, wie ich das jetzt verziere und was ich hier mache. Okay? It's a little bit funny. This feeling inside. No one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did buy a big house. Hört ihr den A-Moll 7? We both could live, Achtung. Ha.
I was a sculptor. Jetzt machen wir so ein bisschen Fingerstyle-Begleitung. Da ist der Bass. Again, no. Man who makes potions in a... Hört ihr? Der wandernde Bass. Ne? Show, dann G-Dur mit dem D im Bass, leere D-Seite, könnt ihr auch so greifen. Well, no, it's not much. Achtung. Ja? Ein H7 mit dem D, also ich kann so eigentlich. It's the best I can do. My gift is my song. This one's for you. Achtung, Steigerung. And you can tell everybody this is a song. Maybe quite simple, but now that it's done. Achtung. I hope you don't mind. I hope you don't mind. Then I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Okay? Also ihr habt hier alle Tricks nochmal und alle Tipps, die ich euch in diesem Video gegeben habe. Und ich wünsche mir, dass du 5 davon heute mitnehmen konntest. Und wenn nicht, guck's dir nochmal an. Ich habe dir in den Songs, die ich gespielt habe, die ich angespielt habe, ich hoffe, dass das Video dann durchgeht, habe ich dir gezeigt, dass man mit diesen Verzierungen eben diese Kontinuität, diese Dynamik, diese schöne Begleitung, die den Sänger unterstützt, spielen kann. So. Das war Folge 7 Akustikgitarre Basics. Ja, es sind Basics, Teil 1, Auftakte, Abgänge, Verzierungen. Und nächste Woche gehe ich noch auf Rhythmusbegleitungen ein, also einige Standards. Aber auch hier sage ich euch gleich, was mir wichtig ist, dass ihr lernt, Rhythmen zu hören. Das ist also ein ganz wichtiges Thema für die nächste Stunde, ist das Heraushören von Rhythmen und wie man das dann für sich selbst umsetzt und dann, dass man selber auch Songs lernen kann, ohne eine Anleitung, ne, oder begleiten kann. Okay, das sollte es für heute gewesen sein. Motivation pur, genau das wünsche ich euch auch. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt 1 Stunde und 17 Minuten unterrichtet. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für alle Spenden, die ihr getätigt habt. Das ist sehr, sehr wertvoll. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr habt keinen vergessen. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen alle beantworten. So, noch mal reingucken. Noch was da ist, was ich noch nicht beantwortet habe. Welches Plektrum würdest du als Akustikplektrum empfehlen? Da ist noch eine Frage. Nun, ich verwende, das siehst du gleich hier, ich verwende V-Pix. Siehst, das ist schon ziemlich abgespielt. Das ist das Light Medium, aber auch sehr gute Plektrons sind, oh, entschuldigt bitte, das war keine Absicht, sind jetzt zum Beispiel die Jazz 3 Plektren von, hoppla, ich hoffe, man kann das sehen, von Dunlop. Jazz 3 XL, das ist ein bisschen größer, aber wenn ich einen weichen Sound will, dann kann ich halt einfach, da gibt es dann diese klassischen 1 mm dicke Plektren, mal gucken, ob ich hier noch eins habe, mit der klassischen Form, da wäre jetzt ein großes zum Beispiel, das ist so im 1 mm Bereich. Ne? Die V-Picks sind halt vom Sound her meine Favoriten, sind aber teuer. Ne? Also wenn du jetzt rein akustische Gitarre begleitest, dann kannst du ganz problemlos auch Dunlop-Plektren in der Dicke 1 mm, 0,8, was dir gefällt,
als Akustikplektrum. Alles, was über 1,5 mm geht, ist für akustische Gitarre zu dick. Ne? Das würde ich dann weglassen. Also hier ist der Anspruch beim Akustikgitarrenplektrum ist jetzt nicht so hoch wie beim E-Gitarrenplektrum. Also beim E-Gitarrenplektrum verwende ich wiederum V-Picks. Und zwar das hier, das ist 2,75 mm dick. Man kann mit jeder Ecke spielen und das hat einen sehr, sehr guten Ton. Und wenn ich euch noch einen super Tipp geben darf, achtet darauf, dass es nach der Saite klingt und nicht nach dem Plektrum. Na, jetzt habe ich hier das klassische, was ist das, 1 mm Plektrum, sieht man hier nochmal. Ja, das ist, glaube ich, 1 mm. Achte auf den Sound. Und hier bei dem Plektrum, bei den meisten Plektren höre ich das Plastik des Plektrums. Ne? Und das möchte ich nicht. Und bei den V-Picks, die ich seit 15 Jahren spiele, und für mich sind das die besten, alle anderen sind Kopien, habe ich dieses Phänomen nicht. Ich habe den Klang der Saite und nicht den Klang des Plastiks. Okay? Das sollte es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Ich gucke nochmal rein. Also am Korpus klopfen. Ja. Ja, nicht zu dünn. Ne? Zu dünne Plektren geben dir keinen Sound. Ne? Danke, ihr Lieben. Danke. Danke. Also, das sollte es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank. Viel Erfolg wünsche ich dir, wenn du jetzt das Video durchgeguckt hast bis zum Ende. Bin ich sehr, sehr, sehr stolz auf dich, dass du dir die Zeit genommen hast und dankbar natürlich. Ich wünsche dir viel Erfolg und herzlichen Dank. Ich freue mich, dich dann natürlich auch auf whipguitar.de auf meiner Plattform begrüßen zu dürfen. Du bist herzlich willkommen. Ich begrüße. Bis nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Ciao.